Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die richtige Atemtechnik beim Blockflöte-Spielen. Falls ihr neu seid auf diesem Kanal, ich bin Vera Petri, Blockflötistin und gebe euch hier regelmäßig Tipps zu schönem und gutem Blockflötespiel. Ja, die richtige Atemtechnik, das richtige Ein- und Ausatmen beim Blockflöte-Spielen ist natürlich unsere Basis beim Blasinstrument. Und wenn ihr Schwierigkeiten haben solltet mit eurer Fingerfertigkeit oder mit eurer Artikulation oder auch mit der musikalischen Gestaltung, dann kann das zu einem Großteil tatsächlich an der falschen Atemtechnik liegen. Viele Blockflötenspieler wissen natürlich, dass man in den Bauchraum einatmen sollte beim Flötespielen und nicht in den oberen Bereich, in den Brustraum. Aber wie genau man das jetzt macht, dass man dort reinatmet und die Luft da sozusagen speichert, das ist dann vielen nicht klar. Und vielleicht denken viele von euch, man muss dann ganz lange Jahre viele aufwendige Übungen machen. Aber ich glaube, man muss es nur einmal richtig verstanden haben, richtig gespürt haben im Körper und dann kann man das immer wieder einsetzen. Bei der Atemtechnik geht es im Prinzip um 3 Dinge. Das richtige Einatmen, das richtige Ausatmen und die Führung und Kontrolle des Atems beim Flötespielen. Und um diese erste Kategorie, dieses richtige Einatmen, geht es in diesem Video. Das ist nämlich sozusagen schon mal die halbe Miete. Wenn ihr richtig einatmet, dann ist der Rest schon leichter. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, in den Bauch atmen, aber wie? Und dazu brauchen wir ein bisschen Theorie jetzt. Also in eurem Körper befindet sich das sogenannte Zwerchfell. Das ist ein Muskel, ich glaube, es ist ein Muskelsehnenpaket sogar, das euren Brustraum von eurem Bauchraum trennt. Und dieses Zwerchfell ist von Natur aus sozusagen nach oben gewölbt. Und wenn ihr jetzt tief einatmet, das heißt nicht tief einatmen, so, sondern tief unten in den Bauch rein, dann wird das Zwerchfell, dadurch, dass sich das alles ausweitet, wird es nach unten gedrückt. Das ist das Prinzip. Ihr müsst also lernen, euer Zwerchfell bewusst zu betätigen. Wenn ihr in den Brustraum oben nur einatmet, dann tut sich mit dem Zwerchfell nicht so viel. Es geht darum, dass ihr so tief nach unten atmet, dass das Zwerchfell flach gedrückt wird. Ja, wie macht ihr das aber? Indem ihr erstmal wisst, wie sich das anfühlt. Wo sind diese Muskeln, die beim Blockflötespielen betätigt werden müssen? Dazu gibt es ein paar ganz einfache Übungen und die Übungen, die ich euch heute zeige in dem Video, die stammen im Prinzip von Blockflötisten wie Walter van Hauwe, Hans-Martin Linde und Han Toll. Das sind allgemein bekannte Übungen unter Blockflötisten. Es gibt noch 1000 andere Übungen und es gibt noch 1000 andere Lehrmeister. Aber ich finde diese Übungen am einfachsten und am effizientesten, um wirklich zu kapieren, wie kann ich das machen mit der Zwerchfellatmung. Ja? So, erste Übung. Ihr setzt euch auf einen Stuhl und lasst euch richtig schön faul vornüber hängen. Einfach alles hängen lassen. So tief wie ihr kommt, strengt euch aber nicht an, tiefer zu kommen. Also wie man sieht, ich komme jetzt auch nicht ganz runter. Das war früher auch mal anders. Hauptsache, ihr lasst euch ganz entspannt hängen, als ob ihr ganz müde seid und gleich einschlaft. Ja, wenn ihr das einfach tut und ihr lebt einfach weiter, das heißt, ihr atmet ein und aus, ohne euch dafür anzustrengen, denn das geht ja von selbst, dann merkt ihr, wie euer Bauch immer bewegt wird. Ja, wie euer Bauch gegen die Beine gedrückt wird beim Einatmen und wie er sich wieder zurückzieht beim Ausatmen. Also könnt ihr schon mal fühlen, wie es ist, in den Bauch zu atmen. Wenn ihr jetzt noch eure Hände auf die Flanken legt, also in eure Seiten, dann könnt ihr sogar merken, wie sich die Flanken, eure Seiten, auch immer ausdehnen bei jedem Atemzug.
Wenn ihr jetzt mal ganz langsam so weitermacht und aber euren Oberkörper dabei anhebt, bis ihr wieder sitzt und immer die Hände in den Seiten habt und weiteratmet, dann spürt ihr eigentlich, wo ihr atmen solltet. Man kann diese Muskeln im Bauch, die beim Atmen betätigt werden können, die kann man auch gut fühlen, wenn man mal hechelt wie ein Hund. Da spürt man eigentlich bei jedem Hechelzug sozusagen so einen Ruck im Bauch. Dann könnt ihr noch eine andere Übung machen. Ihr legt euch flach auf den Rücken, auf den Boden. Das ist an sich schon mal eine günstige Position, um nicht nach oben einzuatmen, in die Schultern rein, in den Brustraum, weil wenn man so am Boden liegt, wäre das richtig anstrengend, so hoch zu atmen. Aber legt euch doch mal ein schweres Buch auf den Bauch und lasst euer Einatmen mal automatisch das Buch heben und senken. Ich sage mit Absicht automatisch, es soll nämlich jetzt nicht so sein, dass ihr mit eurer Muskelkraft dieses Buch anhebt und wieder senkt, so das wäre ja gemogelt, sondern ihr sollt durch euer tiefes Einatmen die Muskeln im Bauch betätigen und die sorgen dann dafür, dass das Buch sich hebt oder beim Ausatmen wieder senkt. So, und jetzt kommt meine ultimative Lieblingsübung zum Einatmen beim Blockflöte-Spiel. Und zwar das Einatmen auf I und O. Die stammt tatsächlich von Han Toll, diese Übung, soweit ich weiß. Und ich fand die damals während des Studiums wirklich augenöffnend. Und es hat so richtig Klick gemacht, wie man richtig atmen muss. Ich hoffe, das klappt bei euch auch. Macht erstmal Folgendes. Stellt oder setzt euch schön gerade und entspannt hin und dann öffnet ihr euren Mund und macht die Mundstellung, als ob ihr ein I sagen wollt. Euer Hals ist aber weit wie ein Ofenrohr. Das ist ganz offen und frei. Da soll ja gleich ganz viel Luft durchströmen. Ja? Also ihr macht die Mundstellung wie bei einem I. Und dann atmet ihr so ein, aber nicht so. Ihr sollt auch nicht dazu sprechen. Ihr habt wirklich nur die Mundstellung so und sonst macht ihr nichts. Ihr atmet nur ein. Ich mache es mal vor. Ich will jetzt nicht wissen, wie das aussieht. Gut, also wie ihr seht, seht ihr nichts und ihr hört vor allem auch nichts. Nicht, sondern... Ja, so, und wenn ihr dabei eure Hände wieder in die Seiten legt, dann spürt ihr, wie dabei eure Flanken auseinandergehen. So, das ist das I. Dann lasst mal wieder alle Luft raus und macht euren Mund, als ob ihr ein O sagen wollt. Hier ist alles ganz weit im Hals und dann atmet ihr ein mit der Mundstellung von O. Ihr sprecht aber nichts, ihr haucht nichts, ihr atmet nur ein. Ja, und da muss es schon mit dem Teufel zugehen, wenn ihr dabei nicht in den Bauch einatmet. Ja? Das kann man fast nicht anders machen. Gut, also das würde ich beides mal ausprobieren. Und dann ist es eigentlich gedacht, dass ihr in einem Atemzug auf I und dann direkt auf O einatmet. Also I ganz kurz und O lange. Ja? Und auch da wieder nur einatmen, alles ganz offen und frei und nicht sowas machen oder ja, ich mache es jetzt mal vor. Also wenn ihr jedes Mal beim Einatmen so ein richtig unheimliches Bauchgrummeln hört, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann habt ihr nämlich alles nach unten bewegt und das drückt dann auf euren Darm und das ist dann richtig so. Das heißt, der untere Körperbereich hat sich ausgedehnt. Ja, das könnt ihr jetzt so oft wie möglich einmal kurz trainieren und beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie ihr ausatmen könnt. Das kann natürlich jeder, aber wie ihr so ausatmen könnt, dass es fürs Blockflöte-Spiel förderlich ist, klar.
So, ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, diese einfachen Übungen gleich mal auszuprobieren. Und ja, falls ihr neugierig seid, wie es weitergeht mit dem nächsten Video oder falls ihr überhaupt keine Videos mehr verpassen möchtet von mir, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Das kostet natürlich nichts. Ich freue mich, euch hier hoffentlich bald wiederzusehen und verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören.